Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein schönes Thema, meine Heimatstadt. Genau. Wir erzählen, wo wir geboren sind, welche Erinnerungen wir haben und warum unsere Stadt wichtig für uns ist. Bevor wir anfangen, bitte abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ja, das ist sehr wichtig. Also fangen wir an. Ich bin in einer kleinen Stadt geboren. Meine Stadt liegt nicht weit von einem großen Fluss. Als Kind habe ich oft dort gespielt. Ich erinnere mich an die grünen Bäume, die warmen Sommer und die Geräusche der Vögel. Es war eine einfache, aber schöne Kindheit. Das klingt wirklich schön. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme aus einer größeren Stadt. Es gab viele Autos, viele Menschen und immer viel Bewegung. Meine ersten Erinnerungen sind der große Marktplatz und die Straßenbahn, die jeden Tag gefahren ist. Als Kind war das für mich sehr spannend. Ja, das kann ich mir vorstellen. In meiner Stadt gab es keine Straßenbahn, nur Busse. Aber für mich war es immer ein Erlebnis, wenn der Bus gekommen ist. Ich bin mit meiner Mutter oft zum Markt gefahren. Dort haben wir Gemüse und Obst gekauft. Ich erinnere mich, dass es immer viele Farben und Gerüche gab. Das klingt sehr lebendig. In meiner Kindheit war auch der Markt wichtig. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Vater dorthin gegangen bin. Er hat oft gesagt, auf dem Markt bekommt man die besten Tomaten. Wir haben dort auch Käse gekauft und ich mochte den Geruch von frischem Brot. Ja, frisches Brot, das ist auch eine Erinnerung von mir. Am Morgen roch die ganze Straße nach Brot aus der Bäckerei. Meine Oma hat mich manchmal dorthin geschickt, um Brötchen zu kaufen. Ich habe es geliebt, wenn sie noch warm waren. Oh, das kenne ich auch. Und weißt du, was mir noch einfällt? In meiner Stadt gab es ein kleines Kino. Es war alt, aber für mich als Kind war es etwas Besonderes. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal dort einen Film gesehen habe. Das Licht ging aus und ich war so aufgeregt. Das ist eine schöne Erinnerung. Bei uns war es eher das Stadtfest. Einmal im Jahr gab es ein großes Fest mit Musik, Ständen und vielen Menschen. Ich habe Zuckerwatte bekommen und bin Karussell gefahren. Ich erinnere mich an die bunten Lichter am Abend. Es war immer ein besonderer Moment. Ja, solche Feste machen das Leben in einer Stadt besonders. Für mich war es das Fußballstadion. Es war nicht groß, aber die Stimmung war toll. Ich bin oft mit Freunden dorthin gegangen, auch wenn wir nur Kinder waren. Wir haben laut geschrien und die Mannschaft angefeuert. Schön. Es ist interessant, wie unterschiedlich unsere Erinnerungen sind, aber ich glaube, alle haben etwas gemeinsam. Sie machen den Ort für uns lebendig, egal ob kleiner Fluss, Markt oder Stadion. Diese Dinge bleiben im Herzen. Genau, die ersten Erinnerungen an unsere Stadt sind oft ganz einfach, aber sie sind sehr stark. Wenn ich daran denke, bekomme ich immer ein warmes Gefühl. Mir geht es genauso. Und vielleicht ist es gerade das, was eine Stadt wirklich zu unserer Heimat macht. Nicht die Größe oder die Gebäude, sondern die Gefühle und die Erinnerungen, die wir dort gesammelt haben. Wenn ich an meine Heimatstadt denke, dann denke ich zuerst an den kleinen Park im Zentrum. Dort habe ich viel Zeit verbracht. Im Sommer haben wir dort gesessen, Eis gegessen und mit Freunden geredet. Für mich war das wie ein Treffpunkt. Das kenne ich auch. In meiner Stadt war es der Marktplatz. Am Samstag war er immer voll. Viele Leute sind gekommen, um einzukaufen oder einfach Freunde zu treffen. Man hat fast immer jemanden gekannt. Ich finde, das macht eine Stadt lebendig. Ja, das stimmt. Weißt du, was auch schön war? In meiner Stadt gab es ein Café, das alle kannten. Es war klein, aber sehr gemütlich. Dort habe ich viele Nachmittage verbracht. Wir haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und einfach Zeit genossen.
Oh ja, so ein Café hatten wir auch. Meine Freunde und ich haben dort oft gesessen. Wir haben viel gelacht, manchmal auch Pläne gemacht. Es war wie ein zweites Zuhause. Und welche Traditionen gab es bei euch? Bei uns war Weihnachten immer besonders. Es gab einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwürsten und vielen Lichtern. Ich habe das geliebt. Die Atmosphäre war sehr warm, obwohl es draußen kalt war. Das klingt schön. In meiner Stadt war Ostern sehr wichtig. Viele Familien haben zusammen gegessen und es gab immer ein Fest im Park. Kinder haben Schokoladeneier gesucht und die Erwachsenen haben Musik gehört und getanzt. Ja, solche Dinge machen eine Stadt einzigartig. Bei uns gab es auch ein Sommerfest. Die ganze Stadt war draußen, es gab Musik, Bierbänke und man hat bis spät in die Nacht gefeiert. Ich mag solche Feste, weil man viele Menschen trifft. Es ist egal, ob jung oder alt, alle sind zusammen. Das ist ein gutes Gefühl. Genau. Und weißt du, was ich heute noch gerne mache? Wenn ich in meine Heimatstadt fahre, gehe ich zuerst an meine Lieblingsorte, den Marktplatz, das Stadion und die kleine Bäckerei. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Ja, das mache ich auch so. Ich gehe zuerst in den Park, setze mich auf eine Bank und schaue einfach. Dann kommen die Erinnerungen zurück. Es ist, als ob die Zeit für einen Moment stehen bleibt. Wenn ich heute in meine Heimatstadt komme, sehe ich viele Veränderungen. Früher war es ruhiger, jetzt gibt es mehr Verkehr und neue Gebäude. Manche alten Häuser sind weg und neue Supermärkte stehen dort. Es fühlt sich manchmal fremd an. Ja, das kenne ich. Auch in meiner Stadt ist vieles anders geworden. Früher gab es kleine Geschäfte, jetzt gibt es große Einkaufszentren. Einerseits ist das praktisch, aber ich finde, es hat auch ein bisschen von dem alten Charme verloren. Genau. Ich vermisse manchmal die alten Straßen, wo man jeden kannte. Heute laufen viele neue Leute herum und man kennt die Nachbarn nicht mehr so gut. Das macht es ein bisschen unpersönlich. Aber es gibt auch gute Seiten, zum Beispiel neue Spielplätze und bessere Busverbindungen. Für Familien ist das sicher ein Vorteil. Ich denke, jede Stadt muss sich entwickeln, auch wenn wir manchmal die alten Zeiten vermissen. Das stimmt. Meine Eltern sagen oft, früher war alles einfacher. Aber ich glaube, jede Zeit hat ihre schönen Momente. Heute haben die Leute andere Möglichkeiten, zum Beispiel mehr Freizeitangebote und Sportvereine. Ja, und die jungen Menschen haben mehr Chancen. Sie können leichter reisen, neue Sprachen lernen und neue Menschen treffen. Das finde ich positiv. Trotzdem habe ich immer ein besonderes Gefühl, wenn ich in meine Stadt zurückkehre. Es ist wie ein Teil meiner Identität. Auch wenn vieles neu ist, erkenne ich noch die alten Plätze, wo ich gespielt oder Freunde getroffen habe. Mir geht es genauso. Ich denke, das Wichtigste ist nicht, ob eine Stadt groß oder klein ist, modern oder alt. Wichtig ist, dass man sich dort zu Hause fühlt und schöne Erinnerungen hat. Ja, genau. Heimat bedeutet für mich nicht nur ein Ort, sondern auch die Menschen und die Gefühle, die man dort erlebt. Und das bleibt. Egal wie sehr sich die Stadt verändert. Richtig. Und wenn man später einmal zurückkommt, sieht man vielleicht nicht nur die Veränderungen, sondern auch das, was gleich geblieben ist. Das gibt einem Sicherheit und ein gutes Gefühl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt interessante Wörter und nützliche Sätze gefunden. Abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und teilt dieses Video mit einem Freund, der auch Deutsch lernt. Die Erinnerung. Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Diese Musik weckt Erinnerungen an meine Heimatstadt. Der Marktplatz. Am Samstag gehe ich gerne auf den Marktplatz. Der Marktplatz ist immer voll mit Menschen und Ständen. Der Spielplatz.
Die Kinder spielen jeden Tag auf dem Spielplatz. Neben meiner Schule gibt es einen großen Spielplatz. Die Tradition Weihnachten ist eine wichtige Tradition in meiner Familie. Jede Stadt hat ihre eigenen Traditionen. Die Veränderung: In meiner Stadt gibt es viele Veränderungen. Die Veränderung ist nicht immer leicht, aber oft notwendig.